ich bin der Gabriel, bin Technikchef bei der Firma Gadi und heute habe ich ein interessantes Thema für die Rubrik Tipps und Tricks. Und zwar möchte ich euch gerne heute zeigen, wie ich unseren Gadi Komfortschlauch wieder flicken kann bei einem Platten. Also wichtig ist, ein platter Reifen kann auch mit dem Gadi Komfort passieren, denn ihr wisst ja, den Gadi Komfort kann ich permanent einsetzen. Das ist ein Schlauch, den ich ständig benutzen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Schlauch, der hat ein Loch und jetzt ist es wichtig, dass ich dieses Loch flicke. Was macht man? Man muss vorher natürlich den Schlauch aufpumpen, damit ich dann feststellen kann, wo das Loch ist. Wenn ich das aber bei dem Gadi Komfort mache und den Schlauch aufpumpe, drücken sich die bereits schon eingestülpten Enden, die jetzt quasi, wenn ich den Schlauch aus dem Mantel hole, hier sichtlich sind, wieder raus. Und das ist schlecht, weil dann passt nachher die Länge nicht mehr. Ich muss also verhindern, dass die Enden sich beim Aufpumpen ausstülpen. Und das mache ich am besten zum Beispiel mit Kabelbinder. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier Kabelbinder und damit ich feststellen kann, wo das Loch ist, klemme ich einfach diese Enden ab. Ich nehme hier den Kabelbinder, binde leicht die Enden ab. Das mache ich mit dem anderen Ende auch. Das ist relativ simpel. Es gibt auch Kabelbinder, die kann ich wieder mit der Hand lösen. Die lassen sich selber lösen, diese hier nicht. Ist aber nicht schlimm. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Ich kann hier jetzt den Schlauch aufpumpen. Das mache ich mal hier mit der Pumpe. Ich zeige euch das jetzt mal. Und die Enden stülpen sich nicht aus. So, jetzt kann ich hingehen und mein Loch suchen. Dann nehme ich einfach hier Wasser und gucke, wo mein Loch ist. Da sprudelt schon. Da ist es. So. Achtung, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Hier sieht man das schon. Ja, jetzt kann ich mein Schlüsselchen wegstellen. Ich habe mir das Loch mit dem Finger gemerkt. So, ich mache das mal sauber. Am besten markiere ich mir das hier mit dem Filzer, mit dem Edding oder halt auch mit dem Kuli geht das auch, damit ich nachher weiß, wo ich den Flicken ansetzen muss. Ja, jetzt lasse ich die Luft raus. Jetzt kommt hier mein Flicken drauf. Das ist auch simpel. Ganz normales Flickzeug. Ich warte ein bisschen, bis der Trockner ist. So, die Oberfläche raue ich an. Jetzt kommt mein Lösungsmittel drauf. So. Ja, nehme ich jetzt mal die Finger dazu, verteile das gleichmäßig. So, jetzt lassen wir das ein bisschen antrocknen. Dann nehme ich schon mal meinen Flicken, bereite den schon mal vor. Passt wunderbar da drauf. In der Regel sollte man den schon 2-3 Minuten einwirken lassen. Ja, ich setze den Flicken jetzt einfach mal drauf. Über das Loch, drücke an. Kann ich den mal kurz aufpumpen, mal checken, ob das auch alles so passt. Sieht gut aus. Wenn ich jetzt die Kabelbinder wieder löse, das mache ich hier vorsichtig mit einer Schere, ist natürlich auch so ein bisschen Harikiri, was ich mache. Deswegen mache ich hier auf der Seite auch. Die Schere schon. Wunderbar. Also, so könnt ihr den wieder einbauen. Und damit habt ihr den Gadi-Schlauch wieder geflickt. Vielen Dank.